Hallo liebe Modellautofreunde, heute geht es um den Mercedes W123 von der Firma Norröf in 1:18. Bleibt dran! Ja, hallo Leute, willkommen wieder zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den, wie gesagt, Mercedes W123 von Norröf in 1:18. Ein klassisches Fahrzeug. Die Kartonage, wie man sieht, Norröf typisch. Ich habe letzte Woche erst den blauen vorgestellt, der auch ganz frisch rauskam. Und das ist jetzt die schwarze Version, die sich sehr viele Menschen gewünscht haben. Ich mir natürlich auch. Mit heller Ausstattung. Hier ist die Nummer und die Bezeichnung. 1982er Baujahr soll das Auto darstellen. Und ich packe das jetzt mal schnell aus. Ja Leute, hier ist der Wagen ausgepackt. Und wie ihr sehen könnt, kommt der in der Sonne natürlich sehr gut zur Geltung in seiner eleganten schwarzen Farbe. Wie gesagt, ich habe den Wagen schon vorgestellt in der schönen Farbe Blau, auch mit heller Ausstattung. Link dazu in der Beschreibung und natürlich hier im i. Da gibt es auch ein ausführliches Review darüber und den Wagen zeige ich euch etwas kürzer. Der ist im Prinzip 1:1 wie der blaue W123 und ja, außer die tolle Farbe, die er hat. Der schwarze Wagen kommt von Norröf in einer limitierten Version. Also wie gesagt, das Modell ist sehr limitiert. Ich glaube, es sind 1000 Stück, bin mir nicht ganz sicher, müsste man nachschauen. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ja. Von vorne sieht er wie gesagt so aus. Hier der tolle Kühlergrill und der Motor. Wie gesagt, habe ich ja schon mal gesagt, könnte etwas detaillierter sein, aber ist natürlich auch in Ordnung für den Preis. Die Seite wunderschön, auch hier mit den schönen Felgen, mit den schwarzen Radkappen gefällt mir sehr gut. Die elegante Chromlinie, die hier mit schwarz noch besser zur Geltung kommt. Und hier hinten rosa Antenne ist mit dabei. Das Heck sehr elegant, sehr markant und vor allem auch Mercedes typisch. In den 80ern hat man das Wort gesehen, das ist ein Mercedes, vor allem mit diesen Lichtern. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ja. Und der Kofferraum. Der Kofferraum lässt sich noch richtig schwer öffnen. Wie gesagt, der Wagen ist neu. Und so sieht er von innen aus. Beflockt. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, so muss es sein. Ja, schließen wir das Fahrzeug wieder. Und schauen uns kurz noch den Innenraum ein. In Handschuhen, wie gesagt, immer etwas schwierig. So, das ist der Innenraum. Sehr elegant, wie ich finde, sehr detailreich. Fußboden auf jeden Fall auch beflockt, das ist natürlich top. Hier im Vorbereich auch alles sehr edel. Die Türverkleidungen sind sehr detailliert, gefällt mir sehr gut. Ja, das war es im Prinzip schon. Wie gesagt, ich habe den Wagen im Prinzip schon mal vorgestellt in der blauen Farbe. Ich würde trotzdem mal wissen wollen, würdet ihr euch in den Schwarz kaufen oder in Blau? Wie gefällt euch am besten? Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Habt ihr Fragen? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Macht's gut. Ciao.